Amtes ist hinten im Keller. Ab 6 Uhr früh warten dort die Männer auf Arbeit, aber nicht selten müssen sie alle um 8 Uhr wieder gehen, ohne dass ein einziges Angebot gekommen ist. Wer in der Schnellvermittlung nichts bekommen hat oder wer es dort erst gar nicht mehr versucht, der geht auf den Jobstrich, den es auch in jeder Stadt gibt und der in Düsseldorf gleich hinter dem Arbeitsamt auf der Ratinger Straße ist. Alle Männer, die hier stehen, warten auf sogenannte Subs, Subunternehmer, die billige Arbeitskräfte oft für Schwarzarbeit anheuern. Die Subs kommen mit dem Auto angefahren, machen ein Angebot für Bau-, Hafen- oder Möbeltransporte und nehmen ihre Arbeitskräfte gleich mit. Aber das ist halt unregelmäßig, man hat keinen regelmäßigen Verdienst. Man kann also dadurch auch nicht sagen, ich kann jetzt 400 Mark Miete im Monat bezahlen. Und wenn du keinen Job hast, dann stehst du hier bei den Pennern. Zum Teil, ja. Ich versuche oft genug, mich da ein bisschen von abzusondern, weil ich trinke halt gern Bier. Ich mag keinen Schnaps und auch nicht diesen Wein, diese Bomben oder was hier. Und warum kommst du dann her? Um Unterhaltung zu haben. Es ist nicht, weil ich den Alkohol mag oder weil ich ihn brauche, sondern man trinkt einfach den Alkohol, um zu vergessen vielleicht, dass man einfach nicht mehr dran denkt, an die ganze Situation. Einfach in sich hineinschütten und dann nach 2 Stunden bist du so hackedicht oder dass du einfach nicht mehr dran denkst, dass dir einfach alles egal ist. Und ich glaube, das ist der schlimmste Weg, den man eigentlich einschlagen kann. Da ist es wieder, das Problem Alkohol. 1/3 der Männer, die auf der Straße leben, ist alkoholabhängig und ein weiteres Drittel alkoholgefährdet, schätzen die Fachleute. Gewundert hat uns das eigentlich nicht mehr, nachdem wir das Leben auf der Straße kennengelernt hatten. Alkohol gegen Langeweile, Alkohol zum Vergessen, Alkohol, um die Hemmungen beim Betteln abzubauen, Alkohol gegen die Schmerzen, Alkohol, um schlafen zu können. Der Alkohol wird zum Lebensinhalt. Wenn Arno erst mal anfängt, von Bier auf Wein oder Schnaps umzusteigen, dürften auch seine Chancen für ein bürgerliches Leben rapide abnehmen. Weil sein Vater meint, mit 32 Jahren müsse man auf eigenen Füßen stehen, hat Arno seinen Schlafsack im Schließfach. An eine eigene Wohnung ist für ihn und all die anderen nicht zu denken. Wenn ich keine Arbeit habe, habe ich kein Geld und kann auch keine Wohnung bezahlen. Also eine Wohnung bekomme ich deswegen nicht, weil ich keine Arbeit habe. Dadurch habe ich auch kein Geld. Wenn ich zum Sozialamt gehe, bekomme ich nicht genug Geld, um eine Wohnung zu bezahlen. Wenn ich eine Arbeit bekomme, muss ich auch eine Wohnung haben. Denn was nutzt mir eine Arbeit, bei der ich morgens um 7 auf der Matte stehen muss, aber ich schlafe irgendwo im Schlafsack? Das ist auch unmöglich, weil ich muss mich dann bis 12, 1 Uhr in der Nacht rumtreiben, weil ich vorher nicht in meinen Schlafsack reinkrauchen kann, wenn ich irgendwo im Park oder unter der Brücke oder in einem Neubau schlafe. Dann habe ich auch keine Möglichkeiten, die Arbeit auszuüben. Also es ist ein Teufelskreislauf: ohne Wohnung, keine Arbeit, ohne Arbeit, keine Wohnung. Und noch ein Teufelskreis. Wer keine Wohnung, also keine feste Adresse hat, der bekommt auch sein Arbeitslosengeld nicht und in vielen Städten auch keine Sozialhilfe. Manchmal hat Arno schon mit einem der Berber Platte gemacht. Platte oder Biwak nennen die Berber ihren Schlafplatz. Zum Beispiel die Kasematten unter dem Rheinufer gleich neben der Düsseldorfer Altstadt. Wenn man da unten reinkommt, mag man gar nicht glauben, dass hier Menschen leben. Und das seit Jahren. Es ist, als ob man in eine Unterwelt hinabsteigt, die kalt, feucht und stinkend ist, was diese Bilder nicht im geringsten wiedergeben können. Hier unten leben so an die 10 Männer. Zum Teil haben sie es sich mit Sperrmüll so häuslich gemacht, wie es eben ging. Aber das Bild an der Wand täuscht nur schlecht über Schmutz, Unrat, Spinneweben und Ratten hinweg. Die Männer haben Angst, dass sie nicht mehr lange hier unten bleiben können. Sie haben gehört, dass die Kasematten zugemauert werden sollen. Und eine neue Platte zu finden, ist schwer. Selbst aus Abbruchhäusern werden sie oft vertrieben und in Neubauten werden sie früh von den Arbeitern aufgestöbert. Gerd und ein paar Freunde von ihm fahren jeden Abend mit der Straßenbahn in eine Scheune am Stadtrand von Düsseldorf. Das ist mein Lager hier. Der Bauer duldet die Berber schon seit einigen Jahren hier und Gerd nimmt auch nur Leute mit, die er gut kennt. Er weiß genau, wenn es hier Ärger gibt, hat er überhaupt keine Bleibe mehr. Hast du den Schlafsack gegeben? Wie kann es aber sein, so fragt man sich im Anblick solcher Bilder, dass es in einem Land wie der Bundesrepublik 100.000 Menschen ohne Wohnung gibt? Immerhin haben wir doch ein Bundessozialhilfegesetz.
Das Bundessozialhilfegesetz sieht eine Eingliederungshilfe für diese Menschen vor. Diese Eingliederungshilfe soll nach dem Gesetz Maßnahmen umfassen, die also die Leute persönlich berät und auch Maßnahmen zur Erhaltung und zur Beschaffung einer Wohnung. Zur Praxis muss man einiges sagen. Es gibt also insgesamt 16.000 Heimplätze. Wir haben also 100.000 Wohnsitzlose. Das heißt konkret, nicht jeder kann einen Heimplatz erhalten, wenn er ihn wollte. Da muss man sagen, dass es in manchen Städten keine Unterkünfte gibt. Das heißt, wenn dort jemand obdachlos wird, verlässt er die Stadt, um woanders Hilfe zu finden. Man muss sich das ganz konkret für sich selber vorstellen. Man wird wohnungslos, obdachlos und wird also von dem Sozialamt ans Heim verwiesen. Man geht auch in dieses Heim rein, guckt sich das an, hat aber lange in der eigenen Wohnung gelebt. Man kommt dort nicht zurecht. Man verlässt dieses Heim wieder und kriegt keine Hilfe und sucht auch nicht mehr, weil man also resigniert. Und damit beginnt eigentlich die Karriere eines Wohnungslosen. Das heißt, draußen schlafen, letztendlich die Existenz eines Bettlers. Aber jeder hat Anspruch auf Sozialhilfe. Wieso haben diese Leute dann auf einmal keinen Anspruch mehr auf Sozialhilfe? Die Leute haben nach dem Gesetz Anspruch auf Sozialhilfe. Nur die Praxis der Sozialämter ist unterschiedlich. Das heißt, es gibt Sozialämter, die zahlen Sozialhilfe. Es gibt Sozialämter, die geben Lebensmittelgutscheine aus. Es gibt Sozialämter, die verweisen an Heime, obwohl Leute auch nicht in Heime wollen. Und es gibt Sozialämter, die zahlen keine Sozialhilfe, weil sie damit die Obdachlosigkeit nicht unterstützen wollen. Das heißt, die Leute haben effektiv nichts, wovon sie leben. Düsseldorf, Schirmerstraße 33. In diesem Haus wollte eine Initiative, die sich Freunde der Straße nennt, eine Übernachtungsstelle für wohnungslose Männer, für Penner, wie die Bürger sagen, einrichten. Als die Anwohner der Schirmerstraße von diesem Plan hörten, verhinderten sie das Projekt durch eine Flut empörter Briefe. Düsseldorf, Kölner Straße 186. Bei ihrem zweiten Anlauf gingen die Freunde der Straße klüger vor. Ohne es an die große Glocke zu hängen, richteten sie in diesen ehemaligen Asylantenunterkünften eine Übernachtungsstelle für 30 Männer ein. Ihr Ziel: kein Mensch soll mehr auf Düsseldorfs Straßen erfrieren. Abends um 8 Uhr ist Einlass und um 8:30 ist kein Bett mehr frei. Morgens um 7 stehen die 30 dann allerdings wieder auf der Straße. Was den Männern hier jedoch genauso wichtig ist wie das Bett, sind Badewanne, Waschmaschine und Betreuung. Die Freunde der Straße gibt es seit 3 Jahren. Es sind so um die 40 Bürger jeden Alters und jeden Berufs. Zum Beispiel Sigrid Weber. Ich heiße Sigrid Weber und bin 43 Jahre. Ich bin Bankangestellte und bin seit circa 2,5 Jahren bei der Initiative Freunde der Straße. Ja, am Anfang war das schon sehr schwierig, weil, um ehrlich zu sein, ich war auch ein bisschen fies vor den Leuten. Ich meine, die riechen nicht gut, sie sind nicht sauber und sie sehen auch nicht sehr appetitlich aus und meistens haben sie getrunken. Aber mit der Zeit lernt man ja auch die Leute näher kennen und man lernt auch oder man weiß nachher, warum sie so sind. Sie sind ja nicht alle aus eigener Schuld so weit gekommen. Sie warten eigentlich drauf, dass man auf sie zugeht. Sie haben ja sonst niemanden, dem sie mal ihre Sachen erzählen können. Dann sind sie oft sehr froh, wenn man sie so einfach anspricht. Was auch wir bei Fuzzi, Adi, Gerd, Max, Arno und all den anderen, die nicht im Film vorgekommen sind, gelernt haben. Für sie alle war es wichtig, dass sich jemand für sie interessiert hat und nicht nur abfällig sagte, guck mal, die Penner. Aber wie wird es weitergehen mit ihnen? Zukunft, ja. Düster. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Weil, wenn es so weitergeht mit der Arbeit, dann sehe ich also keine große Zukunft. Ich glaube, ich habe keine Zukunft. Ich will verrecken auf die Straße. Ich saufe mich kaputt, ehrlich. Bis ich mich kann. Glaubst du, dass es schaffen wirst, dass du ganz vom Alkohol loskommst? Rehauge, das wissen die Götter, das weiß ich selbst nicht. Das weiß ich selbst nicht. Vielleicht, ich sage vielleicht,
schaffe ich es. Ich will es versuchen. Wenn ich den Anfang geschafft habe, es könnte ja möglich sein, dass ich den Rest auch schaffe. Vielleicht komme ich vom Boden weg. Vielleicht, sage ich, mit Anführungsstrichen. Vielleicht geht es hoch aufwärts. Aber das wissen die Götter, ob ich das schaffe. In unserer Reihe Das kleine Fernsehspiel zeigen wir Ihnen jetzt den Film Lettow Vorbeck.